Dein ausländischer Führerschein wird nicht anerkannt. Es wird gern geheizt, fahren da alle wie die Henker. Da darf man 137 Stundenkilometer fahren. Es gibt nicht mal einen Fußweg, der aus dieser Wohnsiedlung rausführt. Du öffnest die Tür und du denkst, du verbrennst. Fast einen Crash hatten, weil jemand so von der Seite reingeschossen kam. Die waren alle so aggressiv, man wird sofort angehupt. Und dann irgendwann hat sich die Angst eingeschlichen. Hallo und herzlich willkommen bei Primal Republic und Biggie in Texas. ja, willkommen. Das ist unser erstes gemeinsames Video von beiden Kanälen. Primal Republic mit Fokus auf Autos, Jeeps vor allem, Offroaden. Und Biggie in Texas ist unser, sagen wir mal, Alltags-Behind-the-Scene-Kanal, wo wir euch das Leben, das ganz normale Alltagsleben hier Aus meiner Sicht präsentieren. genau, in Texas, Austin, Texas. Genau. Was haben wir heute als Thema? Autofahren in Texas. Genau. Und Autofahren, alles, was Genau. um das Thema Auto auch. Und ich möchte mal sich direkt dreht. anmerken, ganz am Anfang, das war meine allergrößte Sorge vor dem Auswandern, das Autofahren. Denn ich bin seit 1 Million Jahren nicht mehr Auto gefahren, habe Führerschein damals gemacht und habe ihn dann nie gebraucht, weil ich halt dann in einer Großstadt gelebt habe, immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann irgendwann hat sich die Angst eingeschlichen. Und dann sind wir ausgewandert und da war Genau. klar, ich muss fahren. Und ich wollte auch fahren natürlich, weil, das muss man echt sagen, wir leben in einer Vorstadt von Austin und hier geht wirklich nichts ohne Auto. Hier gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Den einzigen Bus, den ich hier fahren sehe, ist der Schulbus. Und das ist nicht nur einer, das sind mehrere. Also hier ist wirklich Genau. ein Schulbus nach dem anderen. Du bist ja im Endeffekt eine Fahranfängerin hier Ja, in den USA. genau. Ne? Deswegen finde ich zum Beispiel auch, da gehen wir wahrscheinlich nachher noch mal ein bisschen genauer drauf ein, das Überholen von allen Seiten gar nicht so schlimm, weil das für mich vollkommen normal geworden ist. Genau. Lass uns ganz vorne starten. Ja. Man kommt hier an als Deutscher, Auswanderer, und damit wir Auto fahren können, ungefähr nach 3 Monaten ist man dann spätestens gezwungen, sich einen lokalen Führerschein zu holen. Und das variiert ja vom Staat zu Staat. Das heißt, Führerscheine werden nicht auf Bundesebene ausgestellt wie in Deutschland, sondern jeder Staat stellt seinen eigenen Führerschein aus. Und warum ist der hier so wichtig? Selbst wenn du nicht Auto fährst, der gilt halt als ID und den brauchst du für ganz viele Sachen, um hier ein normales Leben führen zu können. Genau, das ist einfach ein alltäglicher Personalausweis im Endeffekt. Ne? Genau. Genau, und das heißt, als erstes mussten wir das erledigen. Wir sind zum Amt hier, um einen texanischen Führerschein zu beantragen. Und was mussten wir so alles mitbringen? Also ganz wichtig, eine Übersetzung vom deutschen Führerschein ins Englische. Spanisch war auch okay, aber in unserem Fall ja Quatsch. Damit die halt genau wissen, was steht da drauf, was bedeuten diese Nummern. Und, darf ich das auch schon sagen? Die Besonderheit hier in Texas ist nämlich, dass du, wenn du einen deutschen gültigen Führerschein besitzt, den einfach in Texas tauschen kannst, ohne eine Prüfung, also eine Fahrprüfung und eine Theorieprüfung machen zu müssen. Ja. Das ist natürlich super praktisch. Und dann dachte ich ja, wenn die ein Abkommen haben mit Deutschland, dann werden die ja wohl irgendwie eine Vorlage haben und wissen, was auf so einem deutschen Führerschein draufsteht. Nee, haben die nicht. Also du brauchst definitiv die Übersetzung, damit die wissen, was bedeutet. Genau, nochmal so zusätzlich zum Kontext. Im Endeffekt, neben Texas gibt es so ein paar einzelne andere US-Staaten auch, die direkt mit Deutschland ein Abkommen haben. Das bedeutet, dass man seinen deutschen Führerschein eintauschen kann gegen einen texanischen. Sonst würde das bedeuten, in anderen US-Staaten, du ziehst dorthin und dein ausländischer Führerschein wird nicht anerkannt, wenn du dort wirklich Resident bist. Das heißt, du musst den amerikanischen Führerschein oder dann jeweils von dem Staat erhalten. Bedeutet Theorieprüfung, Praxisprüfung. Also wirklich wie jemand, der gar keinen Führerschein vorhat. Da gibt es natürlich unterschiedliche Varianten, je nach Bundesstaat. Ne? Also Genau. Das wissen wir jetzt nicht, weil wir ja in Texas wohnen und nur wissen, wie man den in Texas bekommt. Genau, und dann brauchte man natürlich noch ein paar Nachweise. Also natürlich den Aufenthaltserlaubnisbestätigung. Die Basics halt, genau. also die typischen Dokumente, die man hat. Visum,
Nachweis von der Adresse, also Mietvertrag, irgendeine Rechnung oder ähnliches. Genau. Ist auch alles keine große Sache. Ja. Das Einzige, worum ihr euch kümmern müsst, wenn ihr nach Texas zieht, könnt ihr auch fortmachen, ist einfach eine Übersetzung des deutschen Führerscheins. Also nichts da aus Deutschland vom Amt, sondern wirklich irgendein offiziell anerkannter Übersetzer in den USA. Das kostet auch nicht die Welt. Da zahlt man dann irgendwie $100. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht. Nee, so viel haben wir gar nicht Sogar gezahlt. weniger? Weniger. Ich glaube, $30 oder $40. Ah ja, Können wir noch mal nachreichen. Genau, dann ist das echt keine Sache, Ja. ist dann schnell erledigt. Und das Coole ist, du gehst zum Amt, du gibst deinen deutschen Führerschein ab und kriegst dann im Gegenzug den texanischen. Und Teil des Abkommens heißt, dass die natürlich den deutschen einbehalten und den zurück nach Hause schicken. Ja. Der ist dann im deutschen Amt und sollte man jemals zurückgehen, wird dann einfach der Prozess umgekehrt, dass man dann den texanischen in Deutschland abgibt und seinen deutschen wieder zurückhält. Also super Sache, ohne Prüfung, ohne irgendwelchen Aufwand. Genau, man macht sich halt vorher einen Termin, wie auch im deutschen Amt, dass du halt deinen Führerscheintausch vornimmst, dann füllst du noch so ein Formular aus, das kannst du auch alles schon online ausdrucken und das Besondere, ausfüllen. Du gehst nicht vorher zum Fotografen. Nein, das wird alles direkt vor Ort gemacht. Ja. Du sitzt da am Schreibtisch bei deinem Sachbearbeiter, hinter dir hängt einfach so eine Fotowand und dann wird einfach vor Ort direkt das Foto gemacht, ohne Extrakosten, ohne jeglichen Aufwand. Auch ein Sehtest wird ja gemacht, aber keine Sorge, der ist nicht schwer. Die fragen natürlich vorher, ob du eine Brille trägst. Ich habe ehrlich geantwortet, dass ich die Brille zum Fahren brauche. Weil ich halt nicht, also man unterschreibt natürlich am Ende auch einen Zettel, ob man die Wahrheit gesagt hat. Und ich wollte jetzt nicht lügen, weil ich glaube, es hätte niemand geprüft, ob ich wirklich die Brille zum Autofahren brauche. Auch nicht mit diesem super Sehtest. Ja. Deswegen, aber ich wollte ehrlich sein, weil das gehört sich ja so. Und ich fühle mich natürlich auch ein bisschen sicherer, wenn ich die Brille aufhabe, weil da kann ich ja noch ein bisschen besser gucken. Weil, das hat der Beamte bei mir gesagt, die freuen sich schon, wenn die Leute, die hier Auto fahren, auch gut gucken können. Ja, genau. Also die waren, das merkt man jetzt, die waren super nett, hatten wirklich so texanischen Charme, sehr witzig. Man darf sogar auf dem Führerscheinfoto lächeln. Und da hat er zu mir auch gesagt, natürlich, wir leben doch in Texas, hier wird gelacht. Und ich meinte dann, ja, in Deutschland darf man das nicht, da muss man auch auf diesem Dokument sehr sachlich, geradeaus und ohne zu lachen gucken. Ich meine, nee, also für einen Reisepass natürlich, das ist was anderes, aber hier für Führerschein, nee, da lachen wir. Wir sind hier fröhliche Menschen. Genau. Was kriegt man nach dem Termin? Man kriegt so einen vorläufigen Führerschein, einfach ausgedruckt auf ganz Das war ein normalem Papier. A4-Blatt, ja. Ja. Da ist der schon richtig drauf. A4? US Letter Format. Stimmt, sorry. Ja, aber sieht ungefähr so aus wie A4. Genau. Und ist praktisch einmal drauf gedruckt, wie dein Führerschein dann aussieht und dann sind da noch ein paar, Hinweise also geschrieben. im Endeffekt einfach der Führerschein in Textform. Ja. Kriegst du sofort mit, damit du natürlich fahren kannst, weil du hast gerade deinen Deutschen abgegeben, hast gar keinen anderen Führerschein. Und dann 1-2 Wochen später kriegt man einfach den texanischen per Post und die Sache ist erledigt. Ja. Ne? Und dann hat man den und er sieht wunderschön aus. Ich finde ihn toll. Er sieht hübsch aus. So mit so einem Stern und so, ne? Kann ich euch jetzt hier nicht einblenden, weil dann wisst ihr genau, wer ich bin und wie groß und so, ne? Geht nicht. Genau, Führerschein erledigt. Dann geht's weiter, Autokauf. Autokauf. Man möchte ja schließlich irgendwann mit seinem eigenen Auto durch Texas fahren, nicht ständig einen Mietwagen mieten müssen. Das geht ja auch unnötig ins Geld. Aber das war jetzt auch nicht so schwer, ne? Genau, natürlich ausgewandert USA, genug von den ganzen VWs und Audis. Was wir übrigens noch nie gefahren sind. Ja, da müssen wir natürlich unseren US-Traum ausleben und ein US-Auto kaufen. Genau. Ihr seht auch hinter uns, die von Primal kennt sich ja, von Biggie in Texas vielleicht noch nicht. Diesen Jeep hinter uns, den haben wir aus Deutschland mitgebracht. Der ist auch umgebaut und das wird natürlich weiter hier auch noch eskalieren im Rahmen der Legalität, die einfach sehr dehnbar ist. Ne? Aber alles natürlich verkehrs- und sicherheitstauglich, ja? Genau. Da liegen wir Wert. Deswegen sollte es natürlich ein US-Auto werden. Wir haben vorher so ein bisschen recherchiert, was wir haben wollten. Dazu kriegt ihr auch noch separat ein Video, wo wir kurz vorstellen, was für ein Auto wir gekauft haben. Aber nur so kurzes Info. Ein Chevy Tahoe ist so ein mittelgroßer SUV. In Deutschland würde das schon irgendwie X7 Größe und noch größer sein.
Genau, aber das sollte einfach so unser zuverlässiger Alltagswagen sein. Da habe ich mich natürlich vorher schlau gemacht. Ja. Motoren, Getriebe und das Ganze. Zweite Bedingung, neben dem, es muss ein amerikanisches Auto sein, war die Farbe. Wir haben ja schon einen schwarz, also muss der nächste auch schwarz sein. Genau, vorher hatten wir auch einen BMW in Deutschland, ne, so wie zum Thema VW. Aber der war natürlich auch dunkel. Das heißt, Ja. das zieht sich so irgendwie bei uns Genau, und durch alle Autos. Ne? ja. Ich könnte jetzt diese Geschichte noch ein bisschen ausschweifen. Soll ich kurz? Wir können es ja rausschneiden. Was denn? Es gibt ja noch einen zweiten, ist ein weiteres Mitglied in der Primary Public Family. Konrads Bruder Olaf, den habt ihr ja sicherlich auch schon, also alle die Primal-Folgen Also gesehen. Primal, der Cherokee XJ in Grau-Silber, der hat natürlich dann alle Autos in Grau oder Silber. Und Genau. bei mir auf der Seite ist das irgendwie alles schwarz, was Genau. eigentlich ganz lustig ist. Ja, dass sich das irgendwie immer so weiter... Das war auch nicht mit Absicht. Nee, es hat sich Bei alles dem immer so Tacho gegeben. war es dann doch mit Absicht, weil es einfach schon so ein... Running Gag ist hier in der Familie. Genau, das wird Ja. dann durchgezogen, aber das hat sich einfach vorher durch Zufall irgendwie so ergeben. Ne? Genau. Aber zurück zum Autokauf. Genau, den Tacho, den stellen wir in einem separaten Video nochmal euch vor. Aber was ganz interessant ist, wie dieser ganze Autokaufprozess abgelaufen ist und was da so anders ist als in Deutschland. Ne? Ich male das mal ein bisschen aus, weil der Kanal ist ja auch für mich, und ich hoffe, ein paar Mails schauen zu. Konrad meinte so, wir gucken uns jetzt ein Auto an, ich habe das schon ein paar beobachtet, wir fahren mal eben schnell zum Händler. Ich mit unserem großen Pick-up-Mietwagen, als, oh ja, ich lerne jetzt hier Autofahren, habe ich uns dahin gefahren. Das Kind hat im Auto geschlafen, deswegen habe ich im Auto auch gewartet. Und ich wunderte mich, wo bleibt der denn? Er kommt ja ewig nicht wieder. Irgendwie verging eine halbe Stunde und noch ein paar Minuten. Naja, irgendwann ging die Autotür auf. So, meinte Konrad, steig mal aus. Du kaufst jetzt ein Auto, ich habe einen gefunden. Und ich so, okay, der Junge hat eine Probefahrt gemacht. Okay, also mit dem Auto alles tippitoppi, sonst würde er es nicht sagen. Genau. Und Und dann, wie die Probefahrt war, auch interessant, Fun Fact eigentlich, was ganz anders ist als in Deutschland. Man geht dahin, eigentlich kommen die schon rausgerannt. Ne? Sobald du dich irgendwie im Fahrzeug da näherst, dann kommen die schon wie die Geier aus allen um Ecken. die Hilfe anzubieten. Genau. Also super freundlich natürlich. Bei uns, das war auch nicht so penetrant nervig. Ne? Also der wollte jetzt nicht unbedingt irgendwie auf Zwang das Auto verkaufen. Weil mir hat halt schnell gemerkt, dass ich mich so ein bisschen mit Autos auskenne. Ich wusste, was ich mir da schon anschaue. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, was so die Schwächen des Autos sind und so weiter. Auf jeden Fall Probefahrt. So, was braucht man dafür? Man braucht natürlich einen Führerschein. Ich habe einen ausländischen. War okay, weil ich hatte natürlich auch meinen Reisepass mit dabei, wo Visum drin war. Das heißt, da geht schon mal ein bisschen die Pumpe runter bei denen, weil die wissen, okay, der lebt hier erstmal. Ich sag mal ganz kurz als Einwurf, Konrad hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht seinen texanischen Führerschein. Genau. Ich hatte noch den deutschen, du hattest deinen texanischen Ich hatte den texanischen schon, genau. Genau. Was dann interessant war, und ich war schon darauf vorbereitet, weil wir hatten uns schon mal einige Wochen vorher ein paar Autos angeschaut und ich habe das schon erlebt. Das wussten wir aber vorher nicht, ganz interessant. Der Verkäufer fragt mich nach einer Autoversicherung für die Probefahrt. Also das ist ganz interessant. In Deutschland, die Autohändler versichern sozusagen die Probefahrten, weil es sind ja deren Fahrzeuge, die sind im Besitz und deren Versicherung gilt. Hier ist das nicht so. Du musst deine eigene Autoversicherung mitbringen, damit du eine Probefahrt machen darfst. Also das ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer. Aber wir hatten ja glücklicherweise... Genau, das ist auch so eine komische Geschichte hier. Und zwar, du schließt natürlich keine extra Autoversicherung ab für eine bestimmte Probefahrt, sondern wenn du bereits eine Autoversicherung besitzt in den USA, weil du ein anderes Fahrzeug hast, ne? Also hier hinter uns, das hatten wir schon, dann kannst du einfach die Versicherung des anderen Fahrzeugs vorzeigen und dann sind die damit okay. Ja. Das fand ich total verwirrend, weil eigentlich schließt du die Versicherung genauso wie in Deutschland für ein spezifisches Fahrzeug in Kombination mit bestimmten Fahrern ab. Ja. Ich habe da jetzt nicht auf den ersten Blick irgendeine Klausel zu Probefahrten von anderen Fahrzeugen gesehen, aber anscheinend ist das gängige Praxis hier, dass das einfach anerkannt wird. Was rechtlich dahinter steckt, wissen wir jetzt nicht, aber das machen alle Autohändler hier. Das heißt natürlich vom Jeep Versicherung vorgezeigt und dann durfte ich meine
Testfahrt drehen mit dem Autoverkäufer. Der wollte da mit drin sitzen, dass man da keine verrückten Sachen veranstaltet. So wie Donuts drehen auf der Straße. Ja, Burnouts oder, keine Ahnung, kurz mal auf den Racetrack in Austin gehen. Circuit of America. Waren wir drauf mit unserem eigenen Auto. Genau, Formel-1-Strecke. Also auf jeden Fall sehr cool. Genau, und dann, wir wollten natürlich, du warst offiziell die Käuferin, das ist ihr Fahrzeug, ihr Alltagswagen. Das heißt, du hast den Vertrag unterschrieben, ne? Also wir haben uns dafür entschieden, weil es wird empfohlen, dass die Person, die den Wagen am häufigsten fährt, auch die Person sein soll, die ihn kauft und worüber natürlich dann auch die Versicherung läuft. Ja, ich war dann einfach als Zweitfahrer im Endeffekt, bin ich offiziell. Aber das Lustige an der Geschichte war, der Herr dachte ja, dass ich als Käuferin auch keinen texanischen Führerschein habe. Deswegen ist Konrad losgefahren, um meinen Reisepass zu holen. Und hat vorsichtshalber auch nochmal die Versicherungspapiere mitgebracht. Aber als ich dann da im Verkäuferbüro saß und schon mal mit dem Herrn alles vorbereiten wollte für den Kauf und meinen texanischen Führerschein rausholte, da war sofort ganz andere Stimmung. Oh, und dann schrie er durchs Gebäude, wir brauchen das und das nicht mehr. Ich weiß nicht, was genau im Detail war. Sie hatten eine ID von Texas, alles cool und so. Also da war gleich alles viel einfacher und so weiter. Genau, und dann haben wir halt die Verträge da ausgefüllt und was da halt alles, was man da halt so macht und so. Das ging auch in Anführungsstrichen relativ schnell, aber dauerte dann doch ein bisschen länger, weil die haben da halt einfach schon so viele Sachen vorbereitet, denn du kriegst sofort, nachdem du bezahlt hast, ein gültiges Kennzeichen für deinen Wagen. Also es gibt in Texas seit letztem Jahr Sommer keine Papierschilder mehr, die ans Fahrzeug kommen. Und das Besondere bei diesem Händler, und ich glaube, das ist bei allen anderen Händlern auch, du kriegst halt sofort dein Kennzeichen. Du kannst dir natürlich dann kein personalisiertes aussuchen, was mir jetzt auch erstmal egal war. Aber es ist einfach die Tatsache, dass man kauft nicht das Fahrzeug und muss dann erstmal das Auto anmelden, ob man das jetzt selber macht oder Händler, wie in Deutschland auch. Und dann wartet man auf Schilder oder einen Termin, was auch immer. Sondern hier ist das so, dass die ganzen Autohändler bereits Schilder vor Ort haben. Die haben einfach einen Haufen von Schildern, offiziellen, ganz normalen, finalen, legalen Schilder, jetzt keine vorläufigen irgendwie Autohändlerschilder. Und das heißt, du bezahlst das Fahrzeug und du zeigst den Nachweis der Versicherung. Das heißt, in dem Fall musst du dann, wenn du gekauft hast, eine richtige Autoversicherung abschließen für ein Fahrzeug. Aber sobald du das nachweist, schrauben die einfach Schilder dran und sagen Tschüss und du fährst weg. Das heißt, du kannst am selben Tag das Auto kaufen, Versicherung online schnell abschließen, Schilder werden dran geschraubt und du hast dein Auto. Fertig. Nichts mehr zu erledigen, selber. Alles andere am Papierkram wie Fahrzeugbrief ausstellen und dann der Aufkleber, so wie man in Deutschland auch mit TÜV kennt und Inspection, das kommt dann später per Post geschickt. Aber du darfst bereits dann offiziell legal fahren. Und bei uns war es einfach, glaube ich, aufgrund der Uhrzeit, weil es war schon spät am Abend dann, dass wir nicht mehr den Wagen sofort mitgenommen haben, weil wir ihn natürlich nicht mehr zur Bank konnten. Wir mussten ja noch bezahlen und wir konnten die Summe nicht auf einmal mit einer Banküberweisung machen, sondern die wollten einen Scheck. Ja, aber bei uns war das dann halt einen Tag später. Ja, dann genau. Innerhalb von 2 Tagen alles erledigt. Es war sogar innerhalb von 24 Stunden. Es war weniger als 24 Stunden, weil wir haben ja mittags am nächsten Tag bezahlt. Ja. Und dann waren die Schilder rangeschraubt und schupp, ging's los. Genau. Und dann hat man ein Auto. Genau. Ja, genau. Dann hatten wir den Wagen gekauft und dann ging's los. Also ich muss dazu sagen, meine erste Jungfernfahrt hier in Texas hatte ich einen Tag vorher, als ich mit dem Pickup-Mietwagen zur Bank gefahren bin. Und da war ich so stolz. Ich bin hier Bist raus. du selber gefahren? Ja, ich bin ganz alleine. Naja gut, das Kind war dabei, aber das hätte mir auch nicht helfen können. Bin ich allein gefahren. Also ich habe ja einen Führerschein in Deutschland gemacht. Also es ist ja eine der härtesten Führerscheinschulen, würde ich mal sagen. Also es ist ja nicht ohne, wie man da fahren lernt. Und ich hatte einen sehr guten Lehrer hier. Also wir haben einfach viele Fahrten. Ich bin gefahren, Conan hat nochmal gesagt, achte auf dies, denk nochmal an das und so weiter. Genau, und dann habe ich halt, muss ich sagen, sehr schnell Fahrvertrauen hier entwickelt, weil ich finde, es ist nicht so schwer, hier Auto zu fahren, aber
Ich muss dazu sagen, es ist Texas. Wir haben hier unglaublich breite Straßen. Die Leute sind unglaublich freundlich beim Autofahren. Also sie haben sehr viel Geduld. Da wird nicht sofort aggressiv gehupt, wenn du nicht wie eine Rakete bei der grünen Ampel losschießt. Man muss aber auch so sagen, das sind ja auch so ein bisschen die Ampel-Startbummler. Weil das ist auch so ein Ding hier ich glaube, in Austin und um Austin herum, man hat krass lange Ampelphasen, also wirklich 2 Minuten stellenweise. Was man beim Fernsehgucken in der Werbepause so als Toilettenpause nutzt, kannst du hier rein theoretisch auch machen, wenn du dann eine hättest sozusagen. Das dauert ewig lange. Ja, Aber genau. es war schon anders, ne? Weil in Deutschland hast du dich so ein bisschen schwer gefahren. Oh, ich hab Schilder, Wald bis geht Ja. nicht mehr. Also ich Und muss hier? echt sagen, in Hamburg fand ich das eine Katastrophe. Es hat mir so viel Stress gemacht, weil ich fand, die waren alle so aggressiv. Man wird sofort angehupt. Dann irgendwie so Drängler und na klar, es gibt überall Chaoten. Ne? Es gibt auch überall auf der Welt Leute, die ganz toll fahren. Darum geht es auch gar nicht. Aber für mich war das einfach nicht gut. Und es hat mir halt dann auch nicht so einen Boost gegeben, dass ich mir das zugetraut habe. Deswegen habe ich ja gesagt, das war so meine größte Sorge beim Auswandern. Oh Gott, ich muss hier Auto fahren alleine. Wie soll ich das machen? Ich traue mir das gar nicht zu. Ich hatte da echt so Panik. Aber dann hier habe ich gemerkt, boah, das ist gar nicht so schwer. Es macht Spaß, es ist cool. Ich will unbedingt. Es war einfach, ne? Und ich muss sagen, mir liegen die großen Autos, also wegen der Höhe. Ich bin mich nicht ganz so groß, also ist ja auch egal. Und ich sehe dadurch viel besser. Ich habe einen viel besseren Überblick als in so einer Sportkarre. Es ist einfach so. Und das merke ich, liegt mir. Das ist toll. Und ich muss auch jetzt sagen, ich finde die Autos in Deutschland alle so klein mittlerweile. Es ist so krass, wie schnell man sich an die großen Autos in Texas gewöhnt. Hier fahren ja sehr, sehr viele Leute Pickup. Also ganz ehrlich, ich möchte hier nicht so einen Sportwagen oder so ein kleines Auto. Also man sieht natürlich auch viele BMW, Audi, Mercedes-Fahrer, aber das muss ich sagen, das ist mir zu klein, das will ich nicht. Ich Ja. möchte Ich meine, so diese ein SUV oder großen Pickup. Autos, die kommen ja auch hier nicht mehr so groß vor, weil natürlich die Ja. Fahrspuren sind deutlich breiter als in Deutschland. Das Fahren ist entspannter in dem Sinne, dass es ist alles Schachbrettmuster hier. Ja, Ne? das Das heißt, stimmt. man hat da nicht so viele Schlängelkurven. Klar, kommt drauf an, wo man unterwegs ist in den USA, gibt's alles. Deswegen sage ich sage Texas. Ich weiß noch aus Erfahrung, New Jersey, das war Katastrophe, da würde ich heute noch nicht fahren. Das Ja. fand ich so verrückt, wie die da durch die Gegend Andere kreuz und Fahrkultur. quer. Ja, wirklich. Aber das ist es, Leute. Die USA ist ein riesiges Land. Es gibt so viele verschiedene Ecken und die Bundesstaaten sind wirklich nochmal wie kleine eigene Länder. Ja, Das die ist eine verhalten ganz sich andere Hausnummer. unterschiedlich. Also in Texas muss man sagen, die Leute sind deutlich entspannter. Ist halt Südstaaten, die lassen sich da nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Jetzt mal so wirklich allgemein, man kann trotzdem alles erleben. Ja, ja. Ne, zum Thema Road Rage. Aber generell fahren die doch sehr anständig. Es wird gern geheizt, das ist so ein texanisches Ding auch, weil natürlich auch die Geschwindigkeiten höher sind. Aber unsere Erfahrungen zum Beispiel an der Ostküste waren doch schon anders. New York, New Jersey, die fahren da alle wie die Henker. Ne? Das ist unsere persönliche Erfahrung. Ja. Vielleicht seht ihr das anders, aber das ist unsere Erfahrung. Ja, also nicht nur kurzer Urlaub. Wir waren da eine etwas längere Zeit, also ein deutlich längerer Urlaub. Sind dort viel auch Auto gefahren, im Stadtbereich, aber auch ländlich. Und die Fahrkultur ist da ganz anders. Also das ist deutlich chaotischer. Die fahren da wie die Henker, die halten sich weniger an Verkehrsregeln. Da wird dann einfach mal über 4, 5 Spuren auf der Autobahn gezogen, weil man halt irgendwie die Ausfahrt verpasst hat. Good luck, everybody else! Was eigentlich schon richtig Kamikaze. Also solche Sachen haben wir, Wir was hatten- ihr wahrscheinlich irgendwie auf Dashcam-Aufnahmen auf YouTube von irgendwelchen Leuten seht. Solche Sachen haben wir echt live erlebt dort. Wir haben Ne? es 3-mal erlebt, dass wir fast einen Crash hatten, weil jemand so von der Seite reingeschossen kam. Und das ist dann so ein Ding, wenn du Fahranfänger bist, das Vergiss das. hätte ich nicht geschafft. Das wäre halt schon Ja. heftig. Und Ja. hier ist das deutlich entspannter. Ja. Und genau, zum Thema Verkehrsregeln, was auf jeden Fall so ein besonderer Punkt für Texas ist, weil ihr wart einige vielleicht von euch schon im Urlaub in den USA, typische Ziele, New York, da fährt man eher weniger, ne, Manhattan und so weiter. Aber Kalifornien, Roadtrip vielleicht, Florida, das sind so die üblichen drei Ecken. Verdächtigen. Ja, für die deutschen Touris. Meistens, das war's leider auch schon.
Und worauf Aber wollte sind ich ja auch hinaus? schöne Ecken. Genau, auf jeden Fall. Geschwindigkeitsbegrenzung, Ja. das ist ja nochmal so ein Ja, interessantes Thema. Genau. Ne? Das ist hier ein bisschen Flottikowski. Also hier in Texas darf man schneller fahren. Die meisten haben ja mal so dieses, ich glaube, 70 Meilen in Florida im Kopf. Ne? So, Ja, so hatte ich das immer Genau, früher im einige Kopf. Ecken dann 60, 65, einige Autobahnen langsamer, zum Beispiel an der Westküste und dann geht das halt hoch, meistens irgendwie bis 70 Meilen maximal. Ja. Aber wir haben hier in Texas stellenweise Autobahn, nennt man das, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Ja, ne? Ja, ist einfach eine Autobahn. Genau. Abschnitte, da darf man 137 Stundenkilometer fahren. Und das Ja. ist schon für USA schnell. Genau, Ja. also 80 Meilen Geschwindigkeitsschilder sieht man sehr oft. Also das ist überhaupt nicht selten. Also die Also meisten, bis hier, wo wir wohnen. ja, zumindest in unserer Ecke, die meisten Schilder sind 70, 75, 80. Ja. Und das 80 ist gar nicht so selten. Ja. Und das ist für amerikanische Verhältnisse schon ziemlich zügig. Ja. Und man muss auch sagen, weil viele gerade in Europa denken, die bummeln hier alle rum. Naja, 80 Meilen ist selbst für europäische Verhältnisse gar nicht so langsam. Das mag jetzt für die Deutschen irgendwie nicht besonders Ja. rüberkommen, aber viele europäische Länder, die haben auch nur Geschwindigkeitsbegrenzungen 110, 120 auf den Autobahnen, also viele Nachbarländer. Ja. Und hier fährt man irgendwie 130 bis fast 140 km/h pro Stunde. Das ist ja gar nicht so langsam. Das heißt, klar, Texas ist schneller als die anderen Staaten, aber wenn man auch so nimmt, 70 Meilen in den anderen US-Staaten ist ja auch nicht so langsam. Also Wenn das ich ist so ein mich- bisschen, Ja, so ein Klischee. ja, genau. Also klar, im Groben und Ganzen bewegt man sich auf den Autobahnen langsamer im Vergleich zu Deutschland. Aber wenn man das Europa als Ganzes nimmt oder andere Länder außer Deutschland, ist das gar nicht so langsam. Und ehrlich gesagt, in der Stadt ist man auch hier ziemlich flott unterwegs. Selbst hier in der Wohnsiedlung finde ich es tatsächlich ein bisschen zu schnell, weil das kennt man aus Deutschland ja, dass da meistens dann auf 30 beschränkt ist oder Ja. sogar in einigen Schrittgeschwindigkeiten. Ja, hier ist dann 30 Meilen, nicht Ja, km/h. ja, genau. Also das ist halt eine andere Nummer. Und in Ja. der Stadt hast du sehr viele Straßen, 45 Meilen, 50 Meilen bis 55 Meilen. Genau. Das Weil- ist schon flott. Ja. Was es noch gibt, das habt ihr vielleicht auch schon, wenn ihr öfter mal hier wart, gesehen, diese Stoppschilder All Way, dass man halt erstmal anhalten muss und alle müssen an der Kreuzung anhalten und dann darf der Erste, der zuerst da war, darf als erstes losfahren. Und das klappt hier richtig, richtig gut. Das kann man sich immer erst nicht so gut vorstellen, dass das funktioniert, aber da halten sie sich dran. Man muss auch sagen, die stellen sich auch immer brav in eine Schlange, wenn Ja. man ein Auto fährt. Selbst wenn es 2 Abbieger gibt, meistens ist irgendwie scheinbar so drin, man fährt dem hinterher, der schon vorhin in der Schlange ist. Man geht Ja. nicht auf die andere Spur. Aber das ist ja auch so ein Riesenunterschied zu Deutschland vor allem. Hier gibt es halt keinen Schilderwald. Also Ja. das ist wirklich minimalistisch bis geht nicht mehr, was die Schilder angeht. Und hier ganz oft, dass du dann gar nicht weißt, wenn du nicht Navi hast und das angezeigt wird, wie schnell darf ich dann fahren, weil es ist nicht automatisch so, wie wir es aus Deutschland kennen, dass nach einer Kreuzung das Schild dasteht, wie schnell du fahren darfst. Das kommt manchmal auch ein paar Meilen gar nicht. Also da Genau. muss Das- man halt dann überlegen, okay, ich durfte da jetzt 60 fahren, dann ist das vielleicht jetzt hier auch weiterhin 60. Ne? Also logischer Menschenverstand, aber heißt ja gar nichts. Ja, solche Sachen, das ist mir so aufgefallen. Was mir auch noch aufgefallen ist, die heizen hier stellenweise und fahren so kreuz und quer auf dem Highway und dann denkt man mal so, oh Gott, ey, was ist denn das hier? Alles klingt so irre und so. Man Es- gewöhnt sich daran. ja. Aber wenn man auf einem Parkplatz ist, zum Beispiel vom Supermarkt, da wird so übervorsichtig gefahren, sobald da halt Leute laufen können, die da überqueren können, sind die so übervorsichtig und wirklich ganz langsam und dann warten die. Die warten einfach im Auto und fahren nicht weiter, selbst wenn da eigentlich noch genug Platz wäre, Ja. dass du locker ausparken kannst und losfahren kannst. Als Deutsche, die Effizienz mögen, ne, ist das natürlich manchmal so echt ein bisschen anstrengend. Die sind halt sehr zögerlich und warten dann doch länger als notwendig. Das heißt, Und das finde ich da hat dann fehlt so auch. ein bisschen die Bewegung. Ne? Und das kann dann auch wieder verwirrend sein. Ich Ja. fahre dann einfach irgendwann los, aber dann bin ich doch wieder einen Ticken zu spät dran, dann fährt der andere auf einmal auch los und dann muss man halt sich koordinieren lernen. Ne? Und das Interessante, das wird ja oft verursacht hier durch einen Mangel an Rechtsfahrgebot. In der Theorie gibt es
Rechtsfahrgebot. In der Praxis wird das fast nie hier angewendet. Das heißt, es gibt immer ein vorfahrtsregelndes Schild und meistens ist es dann halt ein Stoppschild. Das heißt, eigentlich benutzen die eher seltener Vorfahrt gewähren. Das gibt es hier auch, ab und zu, sieht man auch. Aber das meiste wird richtig mit einem Stoppschild geregelt. Das heißt, man muss komplett anhalten. Was natürlich interessant ist, auf Parkplätzen von, sagen wir mal, großen Supermärkten, steht natürlich nicht überall ein Stoppschild. Das heißt, man würde ja normalerweise dann irgendwie in Deutschland mit Rechtsfahrgebot regeln. Hier ist das aber so in der Praxis, dass das Fahrzeug, was sich auf der Hauptstraße auf dem Parkplatz befindet, hat Vorfahrt und das Fahrzeug, was sozusagen aus den einzelnen Reihen mit den Parkplätzen rausfährt, Vorfahrt gewährt, auch wenn von der Theorie mit Vorrang müsste man da jemanden durchlassen, wird hier nicht so gelebt. Das heißt... Also ich finde das aber voll logisch. Da sieht man mir, ich passe hier voll gut her. Ja klar, wenn sich alle dran halten, funktioniert das auch, was ja auch eigentlich hier so passiert. Also, weil die Hauptstraße, was geht Genau. denn der andere Rest an? genau, also da halten sich alle dran und das ist auch kein Problem. Ja. Aber was natürlich auch interessant ist, zurück zum Thema Autobahn und höhere Geschwindigkeiten sind eine Sache, aber hier gibt es, das gilt eigentlich für ganz USA, es gibt kein Rechtsfahrgebot auf den Autobahnen. Es gibt vereinzelt natürlich Abschnitte, wo da steht ein Schild, dass man sich rechts halten soll und links nur für überholen. Ja. Also wie ein deutsches Rechtsfahrgebot. Das ist aber super, super selten. In der Regel gilt, du kannst von jede Fahrspur nutzen und auch überholen. Ja. Ab und zu gibt es dann ein Schild, hey, LKWs bitte rechts halten, aber sonst, du kannst einfach auf der rechten Spur ein anderes Fahrzeug überholen. Und das mag jetzt für einen Deutschen ein bisschen wild klingen und verrückt, aber Funktioniert. es funktioniert. Ja. Also es verursacht überhaupt gar keine Probleme. Und ganz ehrlich mal, wie oft haben wir es schon auf der deutschen Autobahn gesehen, dass die Leute auch von rechts überholen, weil sie vergessen haben, oh, wenn ich ein Stück zu weit vorfahre und der in der Mitte bummelt, dann überhole ich automatisch. Das habe ich noch gelernt, daran erinnere ich mich. Das ist halt das Schöne, die ganzen Mittelstreifenbummler, die Kannst man du in einfach Deutschland überholen. kennt, wo man eventuell dann immer links komplett muss und dann ist da voll. Das Problem hat man hier nicht. Du kannst von jeder Spur überholen. Das ist alles gar kein Problem. Was auch noch interessant ist und vielleicht gar nicht so vielen so sofort im Kopf, die meisten Verkehrsschilder hier sind, wie sagt man es, beschriftet. Also es ist Text. nicht Text, genau. Kein es ist Symbol. Text drauf, kein Symbol. Man muss halt der Sprache natürlich mächtig sein, um zu verstehen, was da drauf steht. Ne? Und was es hier auch noch gibt, also in Deutschland gibt es natürlich auch Schulzonen, wo man langsamer fahren muss. Aber hier habt ihr wahrscheinlich schon im Film gesehen oder wenn ihr selbst mal hier wart. Es gibt eine Lampe, die leuchtet auf zu einer bestimmten Zeit, wenn die Schüler die Schule verlassen. Und da muss man sich wirklich an die Geschwindigkeit, die auf dem Schild steht, halten. Sonst kommt man echt in Bedrängnis. Also man bekommt Ärger, weil da auch wirklich immer Polizei Die steht. sind halt sehr streng damit. Ne? Also Ja. es gibt hier auch diese ganzen Schulzonen und die reduzierte Geschwindigkeit gilt nur zu bestimmten Zeiten. Das heißt, man muss da nicht Ja. keine Ahnung, 2 Uhr morgens dann mit 30 Und durchbummeln. man ne? muss sich auch keine Sorgen machen, selbst wenn die Sonne hier ballert. Du siehst dieses orangefarbene Licht blinken und dann weißt du, okay, jetzt ist die Zeit, wo ich mich an Ja. diese Geschwindigkeit halten muss. Die steht ja auch noch mal dran. Also man muss sich da nicht Sorgen machen, oh Gott, kann ich das übersehen? Fahre ich jetzt zu schnell? Man sieht das. Genau, Also das muss heißt, man da sich steht keine ein Sorgen machen. Schild, hier fängt Schulzone an, hier gilt dann folgende Geschwindigkeit zu folgenden Uhrzeiten. Und Ja. dann in der Regel, ab und zu nicht, aber in der Regel gibt es dann an dem Schild auch nochmal so eine Blinklampe. Ja. Das ist so eine gelb-orange Ja. Blinklampe, dass wenn diese Phase anfängt, wird die eingeschaltet. Ja. Und wie gesagt, man kann es nicht übersehen und man muss sich halt auch nicht die Uhrzeit merken, weil man weiß ja nicht, man fährt ja manchmal irgendwo lang, wo man nie gewesen ist. Also man sieht die Lampe leuchten und dann weiß man. Was ich mich immer frage, was ist, wenn ich in diese Schulzone reinfahre, die Lampe noch nicht geleuchtet hat und dann aber doch zu schnell bin, weil ich 50 fahre statt 35 Naja, da stehen ja mal die zum Beispiel. Uhrzeiten. Du musst dich an die Uhrzeiten halten. Ich dachte, wenn die Lampe leuchtet.
Ja, aber es gibt ja auch Stellen, da gibt es keine Lampe. Ja, Die okay. gibt es nicht überall. Also die Aber ich gibt meine es, eher so wirklich diese Minute. Ich fahre rein und genau in dem Moment hinter mir fängt die Lampe an zu leuchten. Und ich fahre 50. Na ja gut, gut, das ist dann halt so ein ich hoffe, bisschen... die Polizei lässt dann einmal durchrollen und weiß, ab jetzt ist Ja, es. also ich bin mir ziemlich sicher, die schalten das natürlich mit Puffer an und auch Ja, aus. wahrscheinlich. Das natürlich, die geben dann irgendwie so eine Minute Zeit, ne, wenn die Leute da nach dem Schild sich bereits befinden. Ja. Ich glaube, das ist kein Problem. Ja, also wir haben bei uns hier auch in der Nähe eine Stelle, da gibt es, wenn man von der einen Seite reinfährt, gibt es keine Lampe erstmal. Da steht ein Schild mit Uhrzeiten. Da musste man eigentlich schon reduzieren und dann kommt ein weiteres Schild mit Lampe erst nach der Kreuzung. Ja. Das heißt, man muss natürlich auch auf solche Dinge aufpassen, Ja. sich nicht rein auf diese Nein, Lampe verlassen. Wie immer, man muss halt beim Autofahren auch gucken, ob da Verkehrsschilder sind. Das ist Genau. halt so. Aber in dem Sinne ist das ziemlich simpel und das bedeutet, dann gilt die verringerte Geschwindigkeit. Und jetzt kommt noch die interessante Tatsache, Mit den die Bussen. Schulbusse. Ja. Genau. Genau. Wenn die Schulbusse anhalten, um Kinder ein- und aussteigen zu lassen, dann gibt es ein Blinklicht am Schulbus und ein Stoppschild, das ausklappt. Und das bedeutet, wenn das der Fall ist, darf man diesen Schulbus nicht überholen. Und klingt jetzt irgendwie nicht besonders, aber diese Regel gilt auch für den Gegenverkehr. Egal wie viele Spuren. Wenn das ist eine 6-spurige Straße und ganz rechts auf unserer Seite hält der Schulbus, dann der ganze Gegenverkehr mit den 3 Spuren muss anhalten und warten, bis der Bus diese Warnleuchte und das Stoppschild wieder ausschaltet. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil, das kennt man aus Deutschland genauso, Kinder rennen einfach aus dem Bus raus, gucken nicht, ist egal, ob es ein Schulbus ist oder ein normaler öffentlicher Verkehrsbus, die rennen raus, gucken nicht jeder guckt. Und dann kann halt das Kind auch nicht erwischt werden und mitgenommen werden vom Auto. Und ich sehe das einfach hier auch, wenn die Busse halten, das ist genau das Gleiche hier. Die Kinder rennen einfach raus, Schule ist vorbei, juhu, nach Hause. Genau. Was hier auch auffällig ist, in den Schulsiedlungen, in den Wohnsiedlungen, der Schulbus hält an bestimmten Stellen und da warten dann wirklich mit dem Auto Eltern, um das Kind in Empfang zu nehmen und dann nach Hause zu fahren. Ich weiß manchmal nicht, ob die wirklich die 20 Meter dann von zu Hause mit dem Auto da zum Busplatz fahren oder zu dem Naja, bei Stoppplatz. 40 Grad Ja, im das kommt auch Schatten. hinzu. Ja, wenn es natürlich richtig heiß ist, ist auch verständlich. Obwohl ich sehe bei mir in der Siedlung hier, die Frauen, meistens sind es Frauen, die die Kinder abholen, mit Schirmen laufen, dass die nochmal so Schatten spenden. Das tue ich übrigens auch, wenn ich mit dem Kind spazieren gehe, habe ich mir abgeguckt. Das ist gar nicht so schlecht. Kennt ihr wahrscheinlich, Texas ist ja der zweitgrößte Bundesstaat in den USA. Und ja, es stimmt, man fährt stundenlang, bis man überhaupt diesen Staat verlässt. Wir haben jetzt mittlerweile so viel schon in Texas gesehen, haben noch nie diesen Bundesstaat verlassen, seitdem wir hier leben. Außer jetzt beruflich, aber das ist eine andere Geschichte. Und es ist unglaublich, man kann sich das nicht vorstellen, man entwickelt wirklich ein anderes Verhältnis, was Autofahren betrifft. Ich sage jetzt so, wenn wir unterwegs sind, irgendwohin, selbst Supermarkt dauert ungefähr, wenn kein Verkehr ist, 15 Minuten. Das ist für mich schon, früher dachte ich so, Gott, oh Gott, ich fahre doch nicht 15 Minuten bis zum Supermarkt. Aber das ist hier Standard. Und wenn ich dann unterwegs bin, denke ich immer so, ach guck mal, wie schnell wir heute durchgekommen sind. Ist ja noch gar nicht, wir sind noch gar nicht so lange gefahren. Aber dann realisiert man erstmal, wie viele Meilen man schon geschrubbt hat. Und man gewöhnt sich einfach irgendwie daran, dass man so viel hier im Auto sitzt und einfach ewig fahren kann. Und was auch lustig ist, 3 Stunden fahren ist hier immer noch ums Eck. Also man hat da echt solche riesigen Entfernungen und man merkt das auch bei der Bebauung hier. Alles ist großflächiger, es ist Ja. nicht so eng. Auch im Vergleich zu anderen Staaten, gerade an den Küsten, wo das doch ein bisschen dichter ist. Ja. Das heißt, diese Entfernungen werden einfach zu etwas Normalem. Ne? Ja, genau. In Deutschland zum Beispiel, wir haben ja in Hamburg gewohnt, da war so die nächstgrößere Stadt dann Hannover mit 2 Stunden Fahrt, glaube ich, ne? Ja, schätzungsweise. Das ist ja schon, da denkt man schon so, ach, 2 Stunden Fahrt, das ist ja schon ein Stück. Hier voll Standard, ne? Also wir sind Ja. öfter jetzt schon so spontan letzte Woche erst wieder 2 Stunden gefahren, um nach Burney zu fahren. Und das fühlt sich dann irgendwie ums Eck an, ne? Und ja, auch zur Weihnachtszeit sind wir nach Houston gefahren, das ist dann 3 Stunden und das ist ganz normal, das ist echt noch keine große Entfernung. Also wenn ihr mal nach Texas kommt und einen Roadtrip macht, könnt ihr gechillt sein,
Ihr könnt locker in 2 Wochen Dallas, Austin, Houston, Waco und alles ringsrum angucken. Schafft ihr. Man sollte natürlich Autofahren mögen, ne? Ja, das stimmt. Weil stimmt. davon hat man eine Menge. Wobei bei so einem Kalifornien-Roadtrip, wenn man wirklich von Norden nach Süden irgendwie San Francisco, LA, vielleicht sogar San Diego mitnimmt, Da sind wir auch viel gefahren. sind auch Entfernungen. Aber man merkt gerade im normalen Alltag hier, dass Ja. das doch, jetzt im Vergleich zu Deutschland, man fährt viel, man fährt auf viel Kilometer macht man hier. Also ich Ne? muss echt sagen, daran muss ich mich immer noch ein bisschen gewöhnen, dass ich wirklich hier alles mit dem Auto machen muss. Ich kann euch sagen, die Wohnsiedlung, in der wir leben, und wir leben nicht am Arsch der Welt, okay, das mögen jetzt andere Leute anders sehen, ich kann die nicht verlassen, ohne das Auto zu benutzen. Es gibt nicht mal einen Fußweg, der aus dieser Wohnsiedlung rausführt. Aber das ist ganz normal in Texas und ich glaube in vielen anderen Bundesstaaten auch. Ja, man muss natürlich auch verstehen, dass in Texas im Sommer, das ist ein ganz anderes Wetter als das, was man irgendwie in Deutschland kennt. Also das kann man dann eher mit zum Beispiel Südfrankreich oder Nordafrika vergleichen. Also wir haben hier ziemlich längere Phasen, wo einfach mal 40 Grad herrschen im Schatten. Ne? Das heißt, selbst wenn man sagen würde, man hat hier einen Supermarkt ums Eck, also sagen wir mal, keine Ahnung, 10 Minuten zu Fuß laufen, Das schaffst du nicht. das wäre schon heftig. Vor allem Also dann ja, man mit schafft es aber mit den ganzen Einkäufen zurück. Und ich Ja. weiß nicht, ob die Milch das überlebt. ja, eine brütenden Hitze, also das ist schon nicht ohne und das ist halt oft was ein bisschen so vernachlässigt wird beim Vergleich, ne? Wenn dann in Deutschland sagen, ja, wieso fahren die denn überall hin? Also mal abgesehen von der Entfernung, einfach wettertechnisch, zumindest in Texas, Ja, ich kann ja mal sagen, wir haben ja auch mal eine Zeit lang in Malta gelebt, in Europa im Süden. Und da sind wir viel zu Fuß, viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also es gibt da nur den Bus, andere Geschichte. Aber das war scheiße anstrengend bei so hohen Temperaturen, vollgepackt aus dem Supermarkt. Und da sind mir doch wirklich schon mal der ein oder andere Joghurt kaputt gegangen. Ist echt so. ja, das ist einfach auch unpraktikabel, ne? Ja. Also das herrscht hier einfach anderes Wetter und ganz ehrlich, es gibt hier so Tage, da gehst du aus dem Haus, öffnest die Tür und du denkst, du verbrennst. Also ohne Ja. Witz, das knallt hier so heftig, die Sonne. Wir sind auch ziemlich weit südlich hier, also deutlich näher am Äquator als das meiste in Europa. Ne? Also die Sonne knallt auch hier nochmal ganz anders. Das ist Ja. heftig. Es ist verrückt, Ähm, dass wir so weit im Süden jetzt wohnen. Ja, deswegen, das ist schon anders. Also jetzt, ne, wir haben Winter. Übrigens, wir haben Winter Anfang des Jahres und wir haben heute 28 Grad gehabt. Ne? Ja. Ich Nur mal sitze so- jetzt hier nur mit der dickeren Jacke, weil es wird jetzt langsam ein bisschen frischer und ein bisschen feucht. Und ich friere schnell. 21 Grad haben wir Deswegen habe ich gerade. mir das, weil ich hier so sitze und mich nicht bewege, das angezogen. Also lasst euch davon nicht täuschen. Es war heute Bulle Ja. heiß. Und in Hamburg hat es geschneit. Ja, das ist ein Kontrast, ne? Ja, wir hoffen, euch hat unser kleiner Auto- und Verkehrsschnack gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like oder ein Abo dalasst, es euren Freunden erzählt. Oder, und das ist ganz wichtig, einfach mal auf unseren Kanälen vorbeischaut und euch die anderen Videos anguckt. Und dann natürlich verratet uns gerne, gibt es irgendein Thema, was ihr von uns gerne ein bisschen auseinandergenommen haben wollt oder mit Infos gefüllt, mit Ja. unseren Erfahrungen, mit unserer Sichtweise. Denn alles, was wir hier berichten, ist natürlich unsere Sichtweise, unsere Erfahrung und kann bei jemand anderem ganz anders sein. Das Genau. dürft ihr nie vergessen. Genau, wenn euch interessiert, Sehenswürdigkeiten, Supermärkte, Barbecue, das beste Essen. Ja, Essen, ja. Biggie in Texas. Wenn ihr Bock habt auf V8-Motoren, richtige Autos, nicht so ein VW Polo, no hate, doch ein bisschen Hate, dann schaut bei Primal Republic vorbei. Ja, unbedingt. Da gibt es richtig coole Videos aus zum Beispiel Nordspanien. Genau, auch aus Europa, per Overlanding-Tour, Camping-Ausflüge, Offroaden, auf jeden Fall sehenswert. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hab noch ein Alright. bisschen dämlich gewunken. Hier, Klappe die erste. So, bitte. Dann können wir kurz checken. Nicht, Alles dass klar. bei Alles Primal klar, war Regie. Ja, genau. Ist bereit?
Nee. Nee, du weißt gar nicht, was du sagen sollst. Ne? Nee, Stille. Stille. Ja, du musst doch cutten können. Als könnte ich Stille.